Wir drehen eine Schüssel auf der Töpferscheibe. Die Schüssel, die wir heute drehen, dafür verwenden wir 1500 Gramm Ton. Das ist schon kein Anfängerprojekt mehr. Man sollte schon Grundkenntnisse besonders im Zentrieren haben, weil 1500 Gramm ist jetzt keine Kleinigkeit mehr, die jeder Anfänger so mal schnell zentriert. Wichtig ist, wir lassen uns dafür Zeit und wenden die Technik an, die uns am besten taugt. In meinen Grundlagenvideos könnt ihr sehen, wie ich das mache. In dem Fall schaut einfach hin. Nochmal erklären ist eigentlich jetzt an dieser Stelle falsch. Lasst euch Zeit und am Ende solltet ihr mit absoluter Höchstgeschwindigkeit zentrieren. Anfangs, bis das halbwegs rund läuft, könnt ihr es auch etwas langsamer angehen. Wenn der Klumpen ruhig läuft, wird aufgebrochen und bei einer Schüssel mit einem großen Boden kommt es teilweise wirklich auf den Millimeter an. Macht man es zu dünn oder 2-3 Millimeter dicker, bleibt entsprechend mehr Ton für die Wandung übrig oder weniger und dann wird es groß. Ganz wichtig ist bei breiten Böden jetzt, ich drücke den Ton runter. Das ist wie ein erneutes Zentrieren, damit ich keinen Luftring hier drunter einschließe. Ja, ich möchte einen großen Boden haben, also drücke ich das jetzt sehr viel weiter runter und jetzt erst kann ich weiter aufziehen. Das mache ich jetzt nochmal. Und ziehe erneut auf. Bei einem großen Bodenkletten kommt es öfters vor, dass man zum Beispiel in der Mitte mehr Ton stehen hat als außen. Ist mir jetzt passiert, dann könnt ihr so von außen in die Mitte verjüngen oder dünner machen und nehmt einfach hier in der Mitte den sich dann bildenden Tonrest ab. Ansonsten ist es eigentlich eher üblich, von der Mitte nach außen zu glätten. Ihr könnt mit einer Kammschiene den Boden auch glätten, aber passt auf, dass ihr nicht zu nach rechts an den Rand kommt und hängen bleibt. Es ist nicht so wichtig, wir werden am Ende in den Boden noch Rillen hineinmachen. Von daher widmen wir uns jetzt der Wandung. Ich mache einen Zangengriff. Und den mache ich möglichst senkrecht nach oben, nicht schon nach außen. Es ist, dass das jetzt so nach innen ist, das ist einfach bei mir Routine. Ich versuche immer den Zangengriff nach innen zu machen, das stört aber nicht. Und jetzt bei den Knöchelzügen können wir schon uns langsam in Schüsselgröße hinausarbeiten, also den Durchmesser vergrößern. Ich lasse wie immer oben einen breiten Spannring. Das wird die Schüssel später im Gebrauch, aber auch beim Brennen oder beim Trocknen stabilisieren. Noch ein zweiter. Und denkt wirklich bei diesem Zug durch Verändern der Stellung vom inneren Zeigefinger
in Drehrichtung könnt ihr, wenn ihr das Gefühl habt, ihr bleibt hängen, noch viel verändern oder retten, sag ich mal. Jetzt bin ich soweit fertig, weil ich eigentlich nur 2 Knöchelzüge jeweils mache. Ich steche unten Ton ab. Und jetzt kommt eigentlich was ganz Angenehmes, denn die Form von dieser Schüssel ist ziemlich anfängerfreundlich. Ich habe sie sehr oft gedreht. Sie war Teil meines Gesellenstücks damals. Wir schauen, wenn sie fertig ist, nochmal seitlich auf die Form. Ich arbeite eigentlich hier grundsätzlich nur mit der glatten Kammschiene, weil eine runde Schiene ist nicht erforderlich. Es gehört zu dieser Form ein spezieller Rand. Den habe ich eben geformt, der ist etwas größer als sonst ein üblicher Rand, wie zum Beispiel an einer Kompottschale. Und eigentlich sind wir damit fast auch schon fertig. Jetzt kommen eigentlich nur noch kosmetische Arbeiten. Wasser rausnehmen. Wie gesagt, eine Rille hineinmachen. Manche machen es von innen nach außen. Ich mache es eigentlich immer von außen nach innen. Entsprechend der Drehgeschwindigkeit, so dass solch eine Schnecke entsteht. Auch die wird nochmal mit dem Schwamm verputzt. Und wenn ihr jetzt den Rand seht, dann seht ihr ja eigentlich oben, dass der innen etwas senkrecht geht. Ich habe also durchaus noch Spiel, um den Rand oben noch etwas zu erweitern. Das mache ich einfach jetzt. Nochmal mit dem Finger die Form nacharbeiten. Und so kann es eigentlich bleiben. Jetzt messen wir noch schnell nach. Ja, knapp 30. Aber hier entscheidet wirklich auch 1 mm, 2 mm mehr, weniger Bodenstärke und schon kommt man nicht auf diese Maße oder man kann oben durchaus 2 cm mehr schaffen. Hier nochmal die Form am Ende von der Seite. Oben der angesprochene Doppelrand. Unten ist ein schmalerer Fuß und dazwischen ist es vermittelt. Relativ simpel also.